Klaus Schuch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Was bedeutet Verantwortung im Kontext von Innovation? Ich fange mal umgekehrt an. Was bedeutet Nichtverantwortung im Kontext von Innovation? Und wir haben in der Geschichte der Innovationsforschung immer wieder Beispiele, wo wir dann sozusagen vom Public Bad of Innovation sprechen, also wo die negativen Seiten von Innovationen, FCKW beispielsweise, Ozonloch, vergesellschaftet wurden. Und die Firmen, die damals dafür hohe Profite generiert haben, nur mehr partiell oder gar nicht mehr in die Verantwortung gezogen werden. Und diese Probleme gibt es natürlich immer wieder und sie sind sehr auffällig dort, wo es um Hochrisikotechnologien geht, zum Beispiel Fukushima. Wie kann ich die Atombetreiber überhaupt noch am Leben halten? Weil sie müssten eigentlich so viel zahlen, dass sie eigentlich sofort Konkurs gehen müssten. Aber das ist auch nicht im Sinne dann des Staates, weil das heißt, diese Negativfolgen würden wirklich dann wieder zu 100% vergesellschaftet werden müssten. Heißt das, dass die Agenda, die Innovationsagenda von der Gesellschaft gesetzt werden sollte? Die Gesellschaft müsste deutlich besser integriert werden in der Innovationsagenda. Es geht nicht darum, Innovation per se zu haben, sondern, ich sage es mal unter Anführungszeichen, die richtige Innovation, ja, oder die Innovation, die gebraucht wird. Jetzt ist das schon sehr variabel, denn was gebraucht wird, hängt von Interessen ab, von unterschiedlichen Bedürfnissen, auch von dem Ort, wo man lebt und wo gewisse Güter sowieso ubiquitär mehr oder weniger zur Verfügung stehen oder eben doch auch ein knappes Gut sind. Und da, glaube ich, hat Forschungs- und Innovationspolitik sehr wohl eine stärkere öffentliche Agenda wahrzunehmen, als es bisher der Fall war. Bisher der Fall war es zumindest in den letzten 30 Jahren sehr stark, geeignete Rahmenbedingungen für Innovationen zu schaffen und auch Geld zur Verfügung zu stellen. Aber die Direktionalität war etwas, mit dem man sehr, sehr vorsichtig umgegangen ist. In welchen Fällen ist es jetzt sinnvoll, auf Märkte zu vertrauen und zu sagen, Märkte bilden die Bedürfnisse sowieso ab? Und in welchen Fällen wären eigentlich andere Mechanismen nötig, um gesellschaftliche Prioritäten auch in Innovationsagenden umzusetzen? Märkte haben viel geschaffen, viel Positives durchaus und auch ein paar negative Seiten. Aber wo Märkte tendenziell versagen, ist auf Langfristigkeit hin zu operieren. Da ist es eben dann tatsächlich wichtig, dass hier ein Korrektiv geschaffen wird. Ein Klassiker, der immer wieder genannt wird und auch in diesem Responsible Research and Innovation Konzept drin ist, ist das Public Engagement und Public Participation. Wen ziehe ich ein in Innovationspolitiken und dann auch in Folge natürlich in innovationsgestaltende Prozesse? Diese Einbeziehung von verschiedenen Gruppen erlaubt mir schon auch gewisse Gaps, die ich normalerweise vielleicht mir nicht anschauen würde, zu umschiffen oder entsprechende Vorkehrungen dafür zu sorgen. Das kann natürlich so weit gehen bis hin zu versuchen wir eine partizipative Setzung von Agenda gemeinsam zu bewerkstelligen. In der Forschungs- und Technologiepolitik zum Beispiel gibt es Versuche, auch die Öffentlichkeit mehr ins Agendasetzung reinzubringen, ist aber schwierig. Also die Erfahrungen, die wir da kennen, zeigen, dass es doch noch immer relativ viel Probleme in der Kommunikation, im Brückenschlag zwischen dem, was wir als notwendig für den Fortschritt der Wissenschaft, Forschung, Innovation betrachten und dem, wo die großen Bedürfnisse der Bevölkerung sind, liegen. Wenn es um Agenda-Setting geht, wenn es darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger die Richtung bestimmen, dann kann das schon konfliktärer werden. Dann kommen ja meistens 3 Argumente. Sind Bürgerinnen und Bürger dafür legitimiert? Sind sie qualifiziert und sind sie richtig organisiert? Korrekt, ja. Was ist deine Antwort zu diesen 3 Problembereichen? Naja, legitimiert sind sie dann, wenn sie sozusagen Betroffene sind, im Positiven wie im Negativen. Ja? Also da würde ich mir schon sozusagen eine Wirkungsfolgenabschätzung schauen, welche Bevölkerungsgruppen sind in welchem Ausmaß von welcher Aktivität entsprechend betroffen. Die Qualifizierung ist tatsächlich ein Problem und da braucht es Mittler. Und
hier gab es auch sehr viele Innovationen im Wissenschafts- und Forschungssystem der letzten Jahre, um solche Vermittlungsstrukturen aufzubauen. Also da sind wir zum Beispiel in sehr vielen Projekten auch drin, wo wir versuchen, einen Organisationsrahmen für gewisse Fragestellungen so zu gestalten, dass die Bevölkerung dabei ist. Citizen Science, also ist einer dieser Versuche, hier entsprechend auch die Möglichkeiten zur Partizipation zu schaffen und zu organisieren. Ist Wirkungsabschätzung eigentlich etwas, was ein einzelner Innovationsakteur leisten müsste, oder kommen wir da nicht auf eine gesellschaftliche Ebene, wo wir uns mit den Wirkungen von Technologien auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer Plattformebene mehr beschäftigen müssten? Wirkungsfolgenabschätzung ist natürlich auch immer nur so gut, soweit ich den Rahmen setze. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass das tatsächlich ein Bereich ist, wo Sozial- und Geisteswissenschaften deutlich stärker sich engagieren sollten und ihnen auch der Raum gegeben werden sollte, hier entsprechend auch Positionierungen vorzunehmen, damit es nicht nur bei sehr technology-fix-oriented Ansätzen stecken bleibt. Die große Problematik ist natürlich dann auch immer zu schauen, kann ich eine sinnvolle Wirkungsfolgenabschätzungskette, zumindest theoretisch auch für eine disruptive Innovation versuchen darzustellen. Und auch da würde ich wiederum behaupten, je mehr inklusiv, je mehr aber auch transdisziplinär das versucht wird, umso robuster ist es. Ich denke mir, es ist schon auch die Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens, insbesondere der großen Unternehmen, die ja per se auch höhere Wirkungswahrscheinlichkeit haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Wie könnten wir heute bei so großen Technologien wie 5G abschätzen, wie deren Wirkungen sind, ohne die Applikationen heute zu kennen? Haben wir da überhaupt eine Chance? Forecasts bei disruptiver Technologie ist unmöglich. Ja. Das heißt, ich muss tatsächlich wieder versuchen, so viel wie möglich an den Leuten, die in diesem Bereich zumindest schon ein bisschen an der Front arbeiten, herauszufinden und sie durch geeignete Fragestellungen, und da kommen dann wieder auch Sozialwissenschaften ins Spiel, die hoffentlich dann aber auch sozusagen das Gehör haben an der Bevölkerung, denn es hat immer räumliche Auswirkungen. Ja, und dann fange ich an zu unterscheiden, urban, rural. Ja. Es hat immer Auswirkungen geschlechterspezifischer Natur und durchaus auch sozusagen im Bereich von Schichten und Betroffenheiten. Und da denke ich mir schon, da ist es sehr notwendig, einen interdisziplinären Ansatz zu fahren. Verantwortungsvolle Innovation thematisiert auch ethische Grenzen. Werden die gesellschaftlich ausverhandelt und welche Rolle können Unternehmen dabei spielen? Sie wird eher im Expertenbereich tatsächlich verhandelt, denn Fragen der Ethik durch Wissenschaft, Forschung und dann Folge auch Innovation sind doch eher primär welche, die aus der Wissenschaft kommen und von den wissenschaftlichen Verantwortlichen dann auch am ehesten, zumindest in der ersten Instanz, diskutiert werden. Wir kommen natürlich zunehmend auch auf einen Bereich, wo wir vermuten und uns teilweise relativ sicher sind, dass das Black Knowledge, also das nicht veröffentlichte Wissen, also nicht durch die Universitäten oder Forschungseinrichtungen erarbeitete und veröffentlichte Wissen, sondern die Forschung, die von Unternehmen proprietär basiert und nicht geteilt wird, damit man ja First Mover Advantages erzeugen kann, dass das in manchen Bereichen derart groß ist. Artificial Intelligence ist so eine Domäne, von der das vermutet wird, dass hier sogar die Wissenschaft nachhinkt. Und dann wird es wirklich problematisch. Ja. Die Gesellschaft selbst ist da meistens beim ersten Bereich, also kommt es aus der Wissenschaft, dann irgendwann durch die Politik vertreten und durch Expertengremien. Im Dark Knowledge-Bereich erleben wir Dinge, wo wir eigentlich dann erst im Nachhinein korrigierend eingreifen können und meistens dann basierend schon auf kleineren oder größeren Katastrophen. Das heißt, eigentlich müsste verantwortungsvolle Innovation auch jene Grenze der Externalität, jene Grenze des Vergesellschaftens neu ausverhandeln. Genau. Das wird aber kaum möglich sein. Da fehlen uns tatsächlich die Governance und die Organisationsstrukturen. Wenn ich das wirklich versuche, sozusagen auf jede Technologie
Technologie umzusetzen. Da muss ich mich halt dann auf die großen disruptiven Technologien konzentrieren. Und dann ist natürlich da auch wiederum die Frage, ob der nationale Rahmen überhaupt ausreicht. Da ist die europäische Ebene beispielsweise schon sehr viel mehr gefragt. Das kommende europäische Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe hat ja Responsible Research and Innovation zu einer sogenannten Cross-Cutting Issue erklärt und strebt an, Verantwortung in alle seine Teilprogramme, in alle seine Teilprojekte zu integrieren. Kann das so gelingen und wenn ja, wie? Das ist natürlich auf den ersten Blick eine schöne Ansage. Nicht? Wir wollen das nicht sozusagen in einer Nische haben, sondern wir wollen es überall drin haben. Die Erfahrung mit dem klassischen Mainstreaming hat jedoch eher gezeigt, sozusagen, was nicht in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern was halt überall dabei sein muss, geht letztlich unter. Und das ist die große Gefahr, also dass es zum Lip-Service wird, wenn ich nicht entsprechend auch Budget dafür earmarken kann. Wenn in den einzelnen Projekten ein Budget für RRI geearmarkt würde, ist das denn das Naturgeschäft für die Sozialwissenschaften und die tun, was immer sie wollen, oder gibt es da konkrete Aufgaben, die zu erfüllen sind? Also ich würde sogar warnen, zu sagen, dass das natürliche Geschäft der Sozialwissenschaften ist, weil das ist ja das, wo ich das Gefühl habe, dass manche Vertreter der Engineering Sciences und der Hard Sciences automatisch glauben, ja, sprechen mit der Bevölkerung, das können die Sozialwissenschaftler besser und in Wirklichkeit können es viele auch nicht. Ja? Natürlich sind spezifische Funktionen zu erfüllen und das muss auch wettbewerblich klar gemacht werden, was bedeutet RRI für das konkrete Projekt. Für die einen wird es mehr sein Produktentwicklung, wo auch Gender-Aspekte entsprechend berücksichtigt werden. Und für andere wird es eher wiederum sein, okay, schauen wir sozusagen Akzeptanz auf der Politikebene oder Akzeptanz bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das herauszuarbeiten oder ethische Fragestellungen, bei vielen Dingen werde ich wenig ethische Fragestellungen haben, bei manchen Wissenschaftsbereichen werde ich sehr massive haben. Das, glaube ich, ist dann wirklich die Sache der Konkurrenz zwischen den Proposen dieser Funktionalität derart herauszuarbeiten, dass ich dann auch unterscheiden kann, die 5% des Budgets sind nicht wirklich ernst genommen, ja, sondern da arbeiten sie halt einen Katalog mit Tickboxes ab. Oder sie haben sich wirklich etwas Spezifisches überlegt. Ja. Müsste Responsible Innovation nicht ein anderes Framing auch bedeuten und nicht nur ein alloziertes Budget, sondern eine andere Art von Herangehensweise? Also zum Beispiel nicht zu fragen, wie können wir ein Medikament entwickeln, sondern zu fragen, wie erhalten wir Menschen gesund? Genau, absolut. Sehe ich auch so. Und da würde ich fast eher dann wieder den Mehrwert auch von kritischen Denkerinnen und Denkern aus den jeweiligen Wissenschaften, aber auch durchaus den Sozialwissenschaften sehen. Also Reframing geben. Man kann sich fast bei jedem Programm und Subprogramm immer die Frage stellen, was ist die politische Ökonomie, zum Beispiel der Bioökonomie, oder was ist die politische Ökonomie der Nanotechnologie? Ja? Wer steht dahinter? Welche Interessen sind? Was ist eigentlich wirklich die Relevanz und Purpose, also das Private Good oder das Public Good von gewissen Technologienentwicklungen, die ich mache. Also Framing, unterschiedliche Zugehensweise halte ich für extrem wichtig. Ich glaube auch, dass man sich zum Beispiel auch überlegen könnte, okay, was bedeutet diese Technologieentwicklung, wenn ich sie für soziale Innovationen anwenden möchte? Als Leiter des Instituts für soziale Innovation ist das ja genau euer Schwerpunktgebiet. Gibt es eine spezielle Perspektive auf RRI, die aus der Richtung soziale Innovation stammt? Soziale Innovation ohne Partizipation ist meines Erachtens eigentlich unvorstellbar. Ich möchte aber auch immer davor warnen, soziale Innovation als Heilsbringer zu sehen, also dass es nur immer das Gute tut. Es will das Gute. Das heißt noch lange nicht, dass nicht andere Gruppen nichts davon haben oder noch schlimmer, möglicherweise sogar negativ davon tangiert werden. Dann danke für das interessante Gespräch. Gerne.